Interessanter Charakter, der zum ersten Mal in Episode 2 erschien. Ein ganz neuer Charakter, den keiner kannte, den es zuvor so nie gab. Er ist neben Darth Vader wohl die mächtigste Figur in Star Wars und deswegen ist er für mich vor allem besonders interessant. Die Deutschlandpremiere von Star Wars Episode 3 war außer für die eingeflogenen Stars nur für 1600 geladene Gäste. Ab morgen Abend ist der Film schon in einigen ausgewählten Kinos, ab übermorgen dann in nahezu allen Filmen. Geharrt bei eiskaltem Mistwetter. Und dann kamen sie alle. R2-D2, Chewbacca und natürlich die Stars. Allen voran der Vater der Sternensaga, George Lucas. Es ist eigentlich ein tragischer Film geworden, richtig traurig sogar. Aber das Interessanteste, das sind natürlich die fehlenden Puzzleteile. Statt 6 einzelne Filme ist es jetzt ein einziger gigantischer Schinken. Denn darüber hatten die Fans jahrelang spekuliert. Was sind die fehlenden Teile im großen Star Wars Puzzle? Wie sind die neuen Filme mit den alten Streifen verknüpft? Mit dem Rätselraten ist jetzt Schluss, die Wahrheit ist auf der Leinwand. Ich will jetzt endlich wissen, wer Darth Vader ist und ich will jetzt endlich wissen, ob ich die ganzen Jahrzehnte die Geschichte richtig verstanden habe oder ob Darth Vader doch der Gute ist und ob es eigentlich die Tante von Anakin Skywalker ist oder was da jetzt noch geschieht. Ich bin gespannt. Und er ist die Schlüsselfigur. Hayden Christensen, auf ihn waren viele der weiblichen Fans wohl am meisten gespannt. Eigentlich ist er ein eher unbekannter Schauspieler, aber im Film spielt er Anakin Skywalker und kommt ziemlich finster drauf, ohne zu viel zu verraten. Diese Rolle ist einfach der Hammer. Ich konnte es kaum glauben, dass ich diesen Part übernehmen sollte. Besser geht's gar nicht. Eins ist sicher, es ist sein erster und letzter Auftritt als Anakin Skywalker. Denn die Rache der Sith soll definitiv der letzte Star Wars-Film sein, auch wenn das so manch begeisterter Fan gar nicht glauben will. Das Star Wars-Epos ist komplett. Doch, ich bin sehr zufrieden. Also nachdem Episode 1 und Episode 2 so ihre Schwächen hatten, ist dieser jetzt wirklich auch für die Fans die absolute Abrundung und sehr gelungen. Alle Fragen wurden beantwortet. Also der Kreis schließt sich, die Saga ist komplett. Nein, es geht weiter, um Gottes Willen. Bloß nicht sowas sagen. Das geht hoffentlich weiter. Ich hoffe, die drehen so lange, bis meine Enkelkinder noch erwachsen sind. Vielleicht klappt's ja doch. Der Weltraum, das sind eben unermessliche Weiten. Aber halt, das war ja aus einer ganz anderen Weltraumsaga. Technology to be able to be ready for the latest set of films. Well, all the technologies allow it easier to manipulate the medium and to tell your story. I call book 1 and book 2, which is book 1 is the father and book 2 is the children. Book 2 was written very carefully around the technology so that I could tell a fantasy story, which is very hard to do in cinema. It's easy to do in literature. It's a literary medium. But in cinema, you have to make the illusion of the reality believable, and the more fantastic it gets, the harder it gets. What was the most impressive thing about this movie, do you think, for people that are very interested in technology? Where's the breakthrough? Well, in this movie, to be very honest with you, there are no breakthroughs. I mean, we tried to do the breakthroughs on episode 1, and we did breakthroughs in terms of animation, creating digital characters that can act. Even if some people didn't like some of the characters, they still were very realistic. They're much better than a rubber puppet. And then we took that technology and moved it on to digital sets and improved the technology and then began to shoot things digitally. And in this film, we were just able to sit back and use the medium that had been, we'd experimented with and actually just do the movie. So it was actually much easier to work this time because we could focus on just doing the job of making the movie rather than trying to invent a medium and try to learn how to use it. When you retained those merchandising rights very early on, all those years ago, was that a very canny move, or is that something did you predict the business would be this big one day? No, I've gotten way too much credit. In those days, the licensing rights weren't worth anything. So nobody had ever licensed a movie before. No company wanted to do it. The most you could get was posters and T-shirts. And the reason I got those rights, and I didn't actually get them, to be very honest with you. I shared them with 20th Century Fox. I didn't get them until quite a bit later. But the idea was I was afraid they weren't going to advertise the movie, which is what directors think about in the end, is I'll do all this work and then nobody's going to ever get to see it.
But I would make T-shirts and posters and sell them in stores and sell them at Disneyland and whatever, and people would run around and advertise the movie, and maybe I could get enough people interested to go see it that it wouldn't be a huge failure, which is what it was expected to be at that point. Oh, very modest George.